auf dem Weg mit dem Greyhound-Bus, der da hinten steht und macht gerade Pause, von Orlando nach Gainesville. So, ich habe jetzt alles erstmal eingeräumt. Ich muss noch einiges kaufen gehen, also wie man hier sieht. Fehlen dann noch Bettlaken, Bettdecke und so weiter. Dann muss ich noch Sachen zum Waschen auf jeden Fall kaufen. Und ich muss noch meine Gator One Card abholen, mit der ich in die Dining Hall reinkomme, also quasi die Mensa und ins Fitnessstudio und so weiter. So, ich habe jetzt hier ein paar Sachen eingekauft. Und zwar so ein Bettdecken-Set für die Matratze hier. Dann eine große 1,5 Liter Flasche, damit ich genug zu trinken immer dabei habe, weil es ist scheiße jetzt schon hier. Dann habe ich hier so Bügelhänger für meine Jacken. Das sind ein bisschen viele, aber die gab es halt nur im Set. Und ich habe hier so Waschmittel, Tidepods halt, damit ich möglichst einfach waschen kann. Und ein Kissen. Und zuletzt habe ich noch so 3 Handtücher gekauft. Was ich jetzt noch nicht mitgebracht habe, weil ich gar nicht mehr tragen konnte, sind so Lagersachen unterm Bett. Und da wollte ich so verschiedene kleine Körbe reinmachen, die ich dann unter mein Bett schieben kann, wo dann so Sachen wie dreckige Wäsche oder auch einfach so Verstausachen hinkommen. Danke Vergangenheits-Ben. Mittlerweile ist April. Der Großteil meines Aufenthalts hier in den USA schon um. Die Videos dazu werden in der nächsten Woche und Monaten kommen. Und jetzt wollte ich einfach mal zeigen, wie mein Zimmer aussieht. Ich bin in der Zwischenzeit 2 Zimmer weiter umgezogen, habe jetzt einen anderen Roommate und jetzt zeige ich einfach mal mein Zimmer. So sieht das Ganze aus, wenn man reinkommt. Und ich gehe jetzt einfach mal, glaube ich, von hinten durch, damit ich mit dem Licht filmen kann. Hier ist das Fenster, kann man draußen gucken. Ich bin im 3. Stock, also eigentlich das 2. Obergeschoss. Die Amerikaner zählen ja die Stockwerke ein bisschen komisch. Also die fangen bei 1 an fürs Erdgeschoss und dann 2, 3, also bin ich quasi im 2. Obergeschoss. Das ist mein Bett. Das kann man hier so verstellen. Das kann man so in unterschiedliche Höhen machen. Und ich habe es ein bisschen höher gemacht, damit ich mehr Stauraum darunter habe. Mein Roommate zum Beispiel hat das eher weiter unten. Und hier drunter habe ich halt so ein paar Sachen. Meine Scuba-Sachen für meinen Tauchkurs. Ein Football, den ich mir gekauft habe mit dem Florida Gator Logo. Habe ich mehrere Beutel und so weiter, die ich geschenkt bekommen habe als Werbegeschenke und so weiter von Student Government und so weiter und so fort. Sportschuhe. Da habe ich hier einen Korb, wo ich meine Wäsche reinmache, die ich dann runtertrage in den Keller, wo ich dann die Wäsche mache.
Und hier auf der anderen Seite habe ich ein Stativ und ein Pennyboard, was ich selten benutze, ehrlich gesagt. Ui. Hier habe ich diese Ketten, die ich bei einem Piratenfestival Gasperia oder so ähnlich heißt das. Die wurden in die Menge geworfen. Ja, dann kommen wir mal hier rüber. Hier ist der Schreibtisch. Den kann man auch so ausziehen, so hier und da. Habe ich hier ein Bild von meiner North Carolina Reise. Die kommt auf jeden Fall noch. Ein Souvenir aus dem Empire State Building habe ich da gekauft. Habe ich hier diese einfache, billige Lampe, die ich mir gekauft habe. Dann habe ich hier so mal so ein bisschen Schrott. Und da unten habe ich noch ein paar Sachen drin, unter anderem meine Objektive und so weiter. Dann ist hier der Schrank. Oben ist mein Koffer. Ja. Der Helm ist von Gator Gears, das ist eine Uni-Organisation, bei der ich für $40 für ein Semester ein Fahrrad ausgeliehen habe, mit Schloss und so weiter und so fort. Habe ich hier meine Trinkflasche, meine Sache für den Medizinertest, den ich noch schreiben werde. Habe ich hier Harry Potter Buch, meine Boxen für die Dining Hall, wo ich Essen mitnehmen kann. Trinkflasche, Corona-Masken, Toilettensachen und so weiter. Ein Bibliotheksbuch, was ich ausgeliehen habe. Hier habe ich meine Kleidung drin und hier sind meine ganzen Shirts zum Beispiel. Und hier, wie man sieht, ich habe einige Shirts. Teilweise sind die einfach Geschenke vom Student Government zum Beispiel das hier, glaube ich. Und das hier. Dann habe ich hier die Sachen, die ich mir gekauft habe in Kansas City, als ich beim NFL Playoff-Spiel war. Das Video kommt auch noch. Hier vom Blue and Orange Game, was vorgestern war, habe ich so ein Poster mitgenommen, was ich gerade eben aufgehangen habe. Das war es eigentlich auch schon, weil ich habe jetzt nicht so viele Sachen gekauft oder so, Möbel und so weiter und so fort, weil ich bin nur 2 Semester hier und mein Roommate ist nur 1 Semester hier sogar, nur im Frühling, und deswegen haben wir jetzt nicht so viel umgeräumt, wir haben nicht so viele Sachen gekauft, sondern wir haben alles ziemlich standardmäßig so gelassen, auch in der Konfiguration, wie es normalerweise von Anfang an ist. Ja, und ich hoffe, das war ein cooler Einblick und wir sehen uns im nächsten Video.